Heute geht es um über 100 Tipps für jede einzelne Karte in Clash Royale, die es gibt. Und diese Tipps haben es in sich. Welche genau das sind und welche ich davon noch nicht kannte, welche für dich auch nützlich sein können, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt. Plus gerne das Originalvideo von Einschalten in der Beschreibung abchecken. Und nicht vergessen, gerne auch BigSpin gratis im Shop eintragen. Kuss geht raus und wir gehen rein. Wir gehen direkt rein, Freunde. Ich bin sehr gespannt, ob ich alle Tipps kenne. Schaut nochmal an. Shane, sehr cooler Typ, habe ihn auch in Vielen Dank kennengelernt. Also checkt das Video gerne ab. Und wir gehen rein. Let's go. This video features tips for every single card in Clash Royale. And even if you don't use every card, it is very important to learn all these tips auch wenn man so sie your nicht opponent nutzt. can Also use them wichtiges Video für jeden von euch. Starting things out with the bowler, which can actually be used on defense against a golden barrel to completely shut it down. It turns out the rock is just big enough to hit all three goblins in a straight line, denying any damage to your tower. The bandit is actually immune to all damage during her dash, and you can use this to your advantage in a couple of critical interactions, like soaking up a blast from a Sparky or absorbing a charge from a Prince, because both of those attacks typically land while she's still in mid-dash. Nicht so basic, klar, ne? Also der Sparky, da muss man ein gewisses Timing haben, auch gegen Mega-Ritter. Gegen Prinz natürlich basic, aber klar, gegen Banditen und Mega-Ritter sollte man das auf jeden Fall wissen, ja. This can be key for pulling off some clutch defenses with a 3 elixir cost card. And this will also work with the Golden Knight's ability. Speaking of the Golden Knight, he can be paired up with a sneaky tornado spell to almost always aber klar, das ist obvious, ja, okay. Regardless of where they drop the also wir sehen schon, die Tipps hier sind teilweise schon ein bisschen advanced, teilweise aber auch ein bisschen basic, ne? Klar, Golden Knight, gut, da gibt es aber auch keine weiteren großartigen Tipps zu safe. While the Archer Queen is invisible, it can be very effective to sneak another unit in front and tank. Ja, auch guter Tipp, okay, ja. Providing substantially more DPS. Macht Sinn, ja. King surprisingly has a ton of mass or weight, which is a hidden stat in Clash Royale. Das ist ein guter Tipp. Also man muss sagen, bei manchen Karten ist es ein bisschen basic, ne? Klar, also bei Queen oder so, da wissen wir, logisch, ne? Du sneakst der eine vorbei, wenn sie unsichtbar ist. Aber Skelly King zum Beispiel in der Masse ist ein guter Tipp. Damals hatte ich ja dieses Giant Skelly plus Skelly King Deck, wo du einfach den Skelly King hinter das Giant Skelly gesetzt hast und die sich einfach an den Turm geschoben haben. Unit's ability to push through other units. And because it's so heavy, you could use the Skeleton King to das push ist your ein sehr, sehr wind guter Tipp. away from buildings and onto your enemy's sehr, crown sehr tower. guter Tipp. Just like Skelly this, King a machst du royal nutzen, um giant andere right Einheiten here. davor zu pushen. Ist sehr, sehr gut. Mighty Miner ability can fully counter a Goblin Das Barrel. ist ein The guter Monk's Tipp, ability muss will aber also sehr schnell convert sein. spawning units into your own, which can be very effective against things like a Barbarian Barrel, because not only does it deny damage to your push, but it also converts the Barbarian to your army, and very often it will instantly lock onto your enemy's crown hätte man tower. vielleicht noch einen anderen Tipp geben können. Actually Zum makes for a Beispiel, dass man bei gewissen semi-decent counter for Interaktionen zu einem gewissen Timing zünden müsste, zum Beispiel Flugmaschine oder Mortar und die maximale Welle rausholen. Aber ist okay. the graveyard, because the damage is spread across 3 different waves. Ja, das and ist each richtig. of those waves is able to completely underrated kill gegen a Graveyard, skeleton, sag ich. which gives you time between the waves to wait for a few more skeletons from the graveyard to spawn, providing a bit of area denial. The log can actually be used to activate your own king auch wieder ein sehr, sehr guter against Tipp, a monk if you're able to pull it into man the hätte middle von der of the Position aus arena machen können, and wenn er bait them gezählt into worden wäre. activating their ability. This is a Sehr, sehr guter Tipp, haben wir auch im World Final gesehen. Einer der entscheidenden Tricks mit diesem Deck gegen verschiedene, also mit, besser gesagt, gegen Mönch, mit Log, ist es immer sehr, sehr gut, den King Tower genau so zu aktivieren, weil in den meisten Decks, wo das Log gespielt wird, hat man keinen Tornado drin und kann den King Tower meist nicht anders aktivieren. Deswegen, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Mönch in die Mitte halten, wenn der Gegner so doof ist und zündet. Dann das Log spielen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Kann man sich merken. Das ist eine Sache, die meisten wissen das, aber man vergisst es immer wieder. Deswegen wichtig, sich das nochmal hier ins Gedächtnis zu rufen. It is incredibly satisfying to pull off. And the look on your opponent's face when you activate your own King Tower with your own log. Definitiv, ist gut. The Tornado Spell can not only pull a Hover to your King Tower, auch sehr starker Tipp, other units like Skeleton Barrel, Balloon, Goblin Barrel, or even a Graveyard if it is underleveled. Wollte ich gerade sagen, wenn der Tornado underleveled ist, dann kann man auch ein Graveyard pullen, ansonsten ist es 100% Luck-based. Wir gucken gerade mal. End up killing the skeletons in one tick. And because of this, these skeletons survive just long enough to reach your King Tower and get one shot off, therefore activating Wenn der Tornado underleveled ist, sieht es genauso aus. Keep the Tornado Spell one level lower than max for this specific. Ist aber kein empfehlenswerter Tipp. Ich habe es auch überlegt, muss ich sagen. Ja, wenn man den Tornado unterlevelt lässt, dann hat man zwar gegen Graveyard gute Interaktionen. Das Problem ist, dass man dann ganz, ganz viele andere Interaktionen schlechter hat. Zum Beispiel gegen Skami. Die ist dann eben auch nicht One-Shot. Gegen Skelette normal. Das dauert alles länger. Oder aber die Skami wird so spät geplaced, man predicted sie mit Tornado und sie stirbt nicht, obwohl sie eigentlich von einem normalen Nado gestorben wäre. Plus der Schaden am Turm ist auch geringer. Heißt, das wird
würde ich nicht empfehlen. Ich hatte es jetzt auch probiert, mit Level 15 den Tornado erstmal auf 14 zu lassen, aber da würde ich trotzdem sagen, man sollte auf jeden Fall den Tornado leveln, ja? Auch wenn die Interaktion natürlich sehr, sehr juicy ist, aber trotzdem leveln, Freunde. A well-timed zap spell can force your enemy's tower to retarget when they least expect it, allowing even a 1 HP unit das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Tipp, aber gut, was wir zu Sepp auch machen, ne? Sepp ist eine Basic-Karte, von daher ist es ein guter Tipp. Wenn ich jetzt Anfänger wäre, wäre das ein sehr starker Tipp, ja. Kann man machen. Ist gut, ja. This is one of my favorite tricks in all of Clash Royale to pull off, and it is incredibly satisfying ist definitiv sehr befriedigend, stimmt. Sehr, sehr guter Tipp wieder, stark. Also sobald eine Karte eine komplizierte Mechanik hat, haut der Kollege echt gute Tipps raus, die viele auch nicht wissen. Ist ein guter Tipp, ja, macht man. Also bisher kannte ich alle, aber ist ein guter Tipp, ja. Barbarian Barrel is one of the best and most versatile spells in the entire Jetzt bin ich game. gespannt, was haben wir hier? Ja, sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Guter Tipp, nutzen viele nicht aus. Also der erste Tipp war sehr, sehr stark. Das Kiten, das nutzen viele tatsächlich nicht zu ihrem Vorteil. The arrows can still damage units far enough away from a monk, even if his ability is activated. Die Interaktion ist irgendwie ein bisschen scuffed, also keine Ahnung, was Supercell sich da gedacht hat, aber ja. So keep this in mind if you are using a monk and relying on the ability to protect your swarm. Because of the long deploy timer and the lack of Amazon Prime, a world delivery needs to be played very early to ever have a chance of fully countering a Goblin Barrel. Das ist you richtig. basically have to drop it as soon as you see the Goblin Barrel leaving the King Tower. But it can also be used to fully stop a skeleton barrel. Das ist ja auch wichtig, genau, die Delivery immer vorher. Also das Ding hier immer vorher Delivery, ansonsten ist es der Death Damage Because of the slowing movement speed effect of the poison, it can actually be used to fully deny an unsupported balloon, which can come in more than clutch if you don't have any air defense cards in your aber man hands. muss aufpassen, weil die meisten Lava-Loon-Spieler oder Blanc-Spieler haben halt einen Zap oder Snowball oder so dabei und dann klappt es halt nicht. Deswegen, das ist ein okayer Tipp. Aber ja, sollte man auf jeden Fall immer noch eigentlich vorsichtig sein. It's very important to remember if you find yourself in a critical situation. Ja. The rocket is the slowest projectile spell, and where you place it on your enemy's tower can end up making a Auch huge ein difference. sehr, 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 sehr wichtiger Tipp. Er platziert die Rakete genau hier. Das ist ein guter Tipp, den viele nicht wissen. Er platziert die Rakete hier, weil es sein kann, dass in kritischen Fällen, wenn du die Rakete mitten auf den Turm spielst, dir diese Sekunden der Travel-Zeit, die die Rakete eben in der Luft zurückliegt, bevor sie hittet, eben fehlen könnten, um das Game zu gewinnen. Heißt hier, sehr wichtiger Tipp von ihm, die Rakete immer in die vordere Ecke, in die vordere innere Ecke werfen, damit die Travel Time, die Dauer, bis die Rakete ankommt, eben möglichst gering ist. Das bedeutet, in kritischen Situationen kommt im Zweifel die Rakete eben am schnellsten und gewinnt ihr vielleicht das Game. Sehr, sehr wichtig. Ja. Genau. Da können wir es sehen. Ja, guck mal hier. Zack, zack. Das gefühlt eine Drittelsekunde ist krank. And it does this in order, meaning it won't choose the second target until after the first lightning spell goes down, which can very often give you just enough time to sneak in a higher HP unit to protect a critical target. For example, Lightning oder Protecten, ja genau, deswegen auch Turm mit Lightning Protecten immer sehr, sehr cool mit Royal Hawks. Immer wenn die Truppen mehr Leben haben als euer Turm, könnt ihr eben diese Protection versuchen und manchmal, so ich sag mal, in 2 von 10 Fällen kann das auch klappen, weil die Gegner einfach lost sind und dann habt ihr euch Zeit gekauft oder gewinnt dadurch sogar das Game. If your tower is very low HP, consider dropping in a swarm at the last second to soak up your enemy's lightning spell. Now you have to keep this in mind if your opponent's tower is very low HP and you intend to use a lightning spell to finish it off. Most players will try to predict this and drop something at the very last second to block your lightning spell. So to prevent this, number one, be a little unpredictable with your timing. Maybe wait und vor allen Dingen warten wir sowas, bis die Karten vom Gegner halt rausgespielt sind, die die Protection bewirken können. Half second or more if you can afford Der macht guten Stuff, gute Tipps bisher, würde ich sagen. Number two, use it in an unpredictable location where they're less likely to drop a card immer schön an der Seite. I would suggest placing it where only the corner is touching a tower and off to the side where your opponent isn't expecting it. The freeze spell can be very effective at completely shutting down an Electro Giant. This is because the Electro Giant
is unable to das geht auch beim Eisgeist, by the way. Frozen, and this can very often allow your swarm units enough time to survive without taking damage to DPS and destroy the Electro Giant down, denying substantial damage from reaching your tower. The Rage Spell has great synergy with the Ram Rider, not only increasing the movement speed, but because of the new damage effect as well, it'll synergize with the Ram Rider and allow her to one-shot finish off things like goblins or bombers. Similarly, you can also use a Lumberjack to go in front of your Ram Rider to utilize the death effect. Klar, genau. Deswegen wird Lumberjack und The Ram Rider auch so Clone Spell can be used to push your units towards an enemy tower when they auch ein least sehr, sehr guter expect Tipp. it. Abusen sehr, sehr viele, ja. With a Und powerful genau hier haben wir card diesen like the Masseneffekt wieder. Genau das mit dem Giant Skelly, das geht auch mit dem Skelly King. Also sehr, sehr guter Tipp. Genauso funktioniert's. Klonzauber, maximal Cheese-Taktik natürlich, aber so kann man es machen. Skeleton, and even if they have defenses distracting in front of auch ein guter Tipp, der Mann macht echt guten Stuff, also wirklich jetzt. Für so Karten, die Basics sind, fehlt er trotzdem noch irgendeinen Tipp, den die Leute vielleicht nicht kennen. Also sehr, sehr gut, ja. Jetzt bin ich gespannt. A Goblin Barrel because a one level higher Goblin versus a tower ends up taking 3 tower shots per Goblins instead of the traditional 2, which overall makes a huge difference in the total amount of damage that Goblin Barrel will deal. Sehr, sehr ordentlich, ja. Be sure to bait your opponent's counter cards first. The Hog Rider can be used on defense to distract and pull away enemy units away from your tower, and can very often do this without taking damage himself if you use it to jump over the river man kann ja auch so anders in der Mitte setzen, dass man ihn dann so von links nach rechts kann. Geht auch. Deck to break through enemy defenses, it is often better to place your first Royal Giant behind your King Tower and then fast cycle to a second Royal Giant before the first one goes down. That way, ist auch ein guter Tipp. Ja, für so ein RG ist es ein guter Tipp, würde ich sagen. Der beste, den man wahrscheinlich geben kann. Hopefully to catch your opponent off guard. The Elixir Golem is one of the most difficult win conditions to successfully use. I'm sorry, what? It is best to wait for the double extra period before using the Elixir Golem, and that way you can actually afford the required support to get your Elixir Golem to that tower. Also mittlerweile muss man sagen, mittlerweile ist es mit den Decks ein bisschen anders. Heutzutage wird auch E-Golem ohne Heilerin gespammt. Da hat sich die Meta noch etwas zu No-Skill verändert, aber grundsätzlich hat er da recht. Man sollte den E-Golem jetzt nicht unbedingt dann platzieren, wenn der Gegner mit diesem Elixier viel, viel mehr anfangen kann, nämlich in der Doppelten. Hat er recht, ist ein guter Call, ja. Battle Healer, Electro Dragon, and a support spell like Natal, Rage, or Arrows are all required. So placement and critical timing are key to have a chance of success with the Elixir Golem. Am besten bei der Karte, mein Tipp, spielt ihn gar nicht. Nutzt ihn einfach gar nicht, das ist der beste Tipp, den ihr haben könnt. The Ram Rider can be used on defense to fully deny an unsupported balloon. Auch guter Tipp, wissen aber auch die meisten wahrscheinlich, aber ist ein guter Tipp, ja, kann man machen. In fact, it's a great shutdown kann man, by the way, auch zum Kiten nutzen, wenn man die an der Brücke setzt, genauso wie den Schweinereiter, auch sehr, sehr gut. Dann wird sie auch zum Beispiel auf dem Mini-Packer oder sowas nochmal ein paar Shots machen. Der Mini-Packer wird sterben und du kannst ihn mit Skeletten oder so deffen und die Widderreiterin geht auf die andere Lane. Also nicht nur so, sondern auch in diesem mittigen Placement hier unten kann man das genauso machen. Gegen andere Truppen, logischerweise. Ja. Like E-Giants, Giants, or Hog Riders. This is a great way to get double value Wurde for your ein bisschen Elixir. genervt, aber ist immer noch Meta. If you're already going to be spending 5 Elixir for a Ram Rider, you might as well use it on defense to also stop your enemy's tank in the process, and then it still pushes to the tower. The Sparky can be paired up with a perfectly timed Zap spell to momentarily stun things like an Electro Wizard or a Bandit, giving your Sparky just enough time to get that blast Tipp, wissen viele nicht, aber auch hier spielt am besten den Sparky gar nicht, das wäre geil. Heutzutage wäre so der Sparky-Tipp, Sparky hinten, Goblin Giant davor, Rage drauf und der Turm ist down. Zack. Catch your opponent off guard, turning the tides of battle and winning in one critical interaction. Just be sure to practice it with a friend or in party mode before trying it in real battle. Sehr, sehr wichtig, hier kommt wie so oft aufs Timing an. Placements can be key for catching your opponent off guard and maximizing damage potential. Ich glaube sogar dieses Placement, was er gemacht hat gerade, ist eines der besten, um das Kobold-Fass so zu werfen, dass der Gegner es nicht checkt. Wenn du es zu weit hinten wirfst, ist es zu obvious, aber genauso wie er es gemacht hat, hier so, da werden die meisten Logs gemisst und das Kobold-Fass ist nicht so offensichtlich nach hinten. Also ein geschultes Auge wird das sehen, klar. Aber bei den meisten Spielern ist das Kobold-Fass-Placement genauso, was man machen sollte, weil dann sind die Spieler gefordert, das Log hier zu werfen. Und dann kann man überlegen, das Kobold-Fass auch einfach mal vorne zu werfen, wodurch die Kobolde praktisch dann direkt Schaden machen können. Wäre so mein Tipp. Dass man eben immer das Placement auch absolut stärkt. Hier außen, Bubble auch sehr gut, weil das trifft eben nicht die or even 1 or 2 tiles behind a tower to try and trick your opponent into missing their spell. The magic
Magic Archer is one of the funnest cards in all of Clash Royale with the ability to snipe your opponent's tower from a variety of different locations. Learn these locations and then study your opponent's habits in battle. Ja, Bro, learn these locations, wo willst du platzieren? Natürlich an der Brücke großer. Ja, einfach in Geometrie, zack, 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 zack. Meine Güte, ja. Auch hier der Tipp, spielt die Karte am besten gerade gar nicht, dass man nicht ernst, weil die Karte ist gerade Müll. You have to know they will be trying this trick on you, so don't use any of your cards in front of your tower in the location where a Magic Archer could clip it as well. The Giant can be used in the middle to pull enemy support units to the opposite side and away from their push. And you can pair this trick up with flying units to safely destroy ground cards, or even better, if you're using a Sparky deck, play the Sparky behind your King Tower, and when your opponent tries to rush the opposite lane, Giant Sparky Basic, in the middle, pull all of the support to the same lane. Gerade weil es bei Giant auch bei sehr, sehr vielen Decks einfach Sinn macht. Also Giant wirklich eine der Truppen, die am besten kiten kann. Klar, ein Giant Golem kann auch kiten, aber Giant für 5 Elixier, sowas ist halt giga lecker. The Sparky and watch as your Sparky completely decimates all also of the wirklich gut, the Battle Ram can also be used in the middle to pull units to the opposite lane, but it also has many other uses on defense, like dropping it behind a tank to distract enemy support units, and the spawning barbarians will help DPS them down. This can be critical against high damage units like the Sparky, with the Ram soaking up the initial blast and the spawning barbarians DPSing the Sparky down. The 3 Musketeers are best played split behind your King Tower to prevent your opponent from getting too much spell. Das ist ein wilder Tipp, aber was will man sagen? Ne? Man muss halt auch für 3 Musketierinnen, da ist halt auch schwer, andere Tipps zu geben, weil mit der Karte kannst du nicht viel falsch oder richtig machen. Value. Both the Royal Ghost and the Battle Healer have the unique ability to float over the river, and you can use this to your advantage to send them over the river, taking out enemy range cards or critical defenses. The Skeleton Barrel can be used on defense to distract enemy support units with the spawning skeletons, very often being able to overwhelm. Gerade auch gegen Lufteinheiten. Wenn man nur das Ding und einen Sepp hat, dann kann man einfach zum Beispiel in die Minion-Horde das Skelett versetzen, dann den Sepp rein, dann ist das Ding einfach tot. Ist ein sehr guter Tipp, solltet ihr euch merken. And you can even combine the death damage of the Skeleton Barrel with another da haben wir es sogar. Da haben wir es sogar. Guck mal, mein Mann. Ja. The Ice Wizard can be used to completely destroy all of the spawning skeletons from a Skeleton Barrel, and you can even pair it up with another small splash damage card like a Spirit to completely destroy a minion horde. If playing an Expo and your opponent tries to distract with a unit on the opposite lane, you can use the knockback of the log to push that target outside of the range of your Expo. Ist auch ein guter Tipp. Kann man auch mit Skeletten machen, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ne, wenn es jetzt wirklich um Tipps handelt, dann kann man das Ganze auch mit Skeletten machen, die Skelette eben dann hier in der anderen Corner, wo meine Maus gerade ist, platzieren, ja, oder hier so unten, und dann kommt der X-Bogen an den Turm, wenn halt nichts anderes noch am Start ist, was tanken kann. Sehr, sehr unbefriedigend dagegen zu spielen, aber guter Tipp, man kann, by the way, wenn hier zum Beispiel eine gespielt wird, ne, hier so, und die ist an der Schwelle vom Radius, ja, die wird hier so gut platziert, da kann man auch da zum Beispiel einen Block drauf haben, passiert genau das Gleiche. To their tower. When playing a Golem, if you drop it in the bottom corner of the arena, der Tipp ist outdated, weil es mittlerweile natürlich ganz viele andere Karten, weil es mittlerweile Balance-Änderungen dazu gab. Der Tipp ist outdated, der war damals krass, aber ist heutzutage nicht mehr der Fall. If they place him too far off to the side. The Miner can be used to trick your opponent by pulling key defenders to the opposite lane. Das ist sehr, sehr stark. Das ist ein sehr, sehr stark. Guck genau auf das Placement. Das kann sehr, sehr satisfying sein. Gegner macht einen Packer an derselben Stelle. Klappt, by the way, nur, wenn der Gegner auch einen Packer hinter seinem King Tower setzt und nicht außen. Dann könnt ihr den Miner eben genauso platzieren, wie er es jetzt machen wird. Einfach schon ziehen. Ja, genau. Hier sieht es. Miner an diese Stelle. Zack. Man kann sogar noch 1, 2 höher machen und dann zieht er diesen Packer rüber. Und das ist fantastisch. Ja. Klappt, wie gesagt, nicht, wenn der Packer außen lang läuft, sondern nur, wenn er innen lang läuft. Ansonsten wastet ihr eure Miner und habt den Salat. Also nur machen, wenn ihr 100% sicher seid. Facing off against a fisherman, you have to have the tornado spell hovering and ready to go to immediately drop as soon as the fisherman enters the arena. And this is because the fisherman can't actually be pulled by the tornado once the hook animation has begun. Tornado hovern und früh spielen, ansonsten habt ihr den Salat. Ja. So if you want to prevent your Electro Giant from being pulled, you have to auch immediately drop the tornado. The Lava Helm can be pushed with a balloon to slightly increase its movement speed. Das ist halt auch so ein Tipp. Ja, okay, Bro. The Wall Breakers can be used on defense to kite and pull away enemy units, and very often because of their fast movement speed, they will also connect to an enemy tower if they don't immediately respond. Sehr, sehr gut. Mauerbecherkeit kann aber nicht nur so genutzt werden, sondern natürlich auch einfach an der Brücke gegen zum Beispiel Mini-Packer.
Ja, Mini-Packer läuft in der Hälfte, halfway dann, spielst du perfekte Wallbacker, Mini-Packer läuft nach hinten, hittet ein oder sogar gar keinen, wenn du es perfekt machst und wird einfach vom Turm sterben. Location if your opponent is defending with spells and this location if they're defending with units. Ja, ist ein guter Tipp, führt wahrscheinlich noch eins weiter nach, also nicht so, sondern jetzt noch eins weiter nach innen, das ist das perfekte Placement. Be careful not to use it too close. Weil gegen Spells, wenn der Gegner Poison spielt, dann willst du eben, dass der Graveyard hier praktisch keinen Platz mehr hat, weil die Skelette, die hier sind, direkt connecten. Und dadurch, dass sie eben nicht mehr zum Turm laufen müssen, beispielsweise beim Poison, ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Skelette, die hier spawnen, eben auch direkt am Turm connecten und ja, weil sie eben nicht erst laufen müssen, direkt den Damage machen, obwohl der Gegner Poison spielt. Ja. Wichtiger Tipp, ja. Bro, die Karte kann überall genutzt werden. Ich boykottiere sie. Schmutz. Ja, Bro, keiner will die Karte sehen. Hilfe. Sehr, sehr gut. Das ist ein guter Tipp, ja. Definitiv sehr wertvoller Tipp hier. Balloon off to the side, allowing it to bypass enemy buildings placed in the middle of the arena. Yeah. The baby dragon and the skeleton dragons can both be used to push a balloon to a tower faster. The Inferno Dragon has just enough range to attack an Electro Giant from outside of his counterattack radius, and if man muss aufpassen mit it Nado. can completely deny an Electro Giant, but very often your opponent will have a tornado spell ready to go, so either bait their tornado earlier on or have another defender ready to go. Wenn man das macht, wenn man zum Beispiel so, keine Ahnung, Hawk Inferno gespielt, Gegner macht E-Giant hinten, setzt deinen Hawk einfach auf die andere Lane, dass der Gegner ihn nadoen kann oder nadoen muss und dann der Inferno kriegt unfassbare Value, dann nur aufpassen, dass der Gegner halt nichts an der Brücke spielt, um den Inferno zu blocken. If they do drop the nado. Against an Electro Dragon, you can easily activate your own King Tower by dropping a card between the King and the Tower. Kann man dabei auch auf der anderen Position machen, also hier irgendwo. Geht auch. Also work against an enemy Electro Spirit. The Mega Minion can be used to body block and redirect a balloon towards the middle of the arena. Ja, ist gut. Man kann die Kanone natürlich auch einfach anders spielen. It might bypass one of your buildings. The Flying Machine with its long range can be used to snipe an enemy Electro Collector placed between both of the towers. The Furnace provides a guaranteed 2 Fire Spirit spawn. One from the initial drop and one from the destruction. And you can use this in emergency situations to destroy a swarm. When you're using an Inferno Tower, you can often catch your opponent unprepared by aggressively placing Wenn man den so spielt, das Ding ist, wenn ihr den so spielt gegen Lava oder so, macht es bitte nur einmal. Wenn ihr es zu oft macht, dann kracht es, weil dann wird der Gegner das ahnen und dann wird er irgendwie das predikten. Das heißt, das Geile ist, ihr macht es am Anfang, wenn ihr Inferno Dragon gegen Lava und spielt Inferno-Turm. Macht ihr beim ersten Mal das Placement so, dann beim zweiten Mal wird der Gegner Skelly Drax oder sowas davor spielen, da wartet ihr dann und dann beim zweiten Mal, weil der Gegner es predikten wird, wenn er einigermaßen Brain hat, dann könnt ihr eben ganz entspannt die Skelly Drax abfarmen und dann den Inferno-Turm mit spielen. Deswegen Tipp von mir, das Placement immer absolut schon anfangen so, dann später wieder, immer mal wieder was anderes machen. Sehr, sehr guter Tipp, auch das ist sehr, sehr stark. Ein Tesla kann so kiten, die Kanone braucht eben genau diesen Eisbild hier, eins rechts von der roten Linie und dann passt das. Optimal earthquake range, preventing an enemy earthquake from damaging both your tower and your defensive building while still pulling. Sehr, sehr guter Tipp. Sehr, sehr advanced Tipp auch, ja. Can be used in the middle at the river to simultaneously pull and distract an enemy tank while locking onto their tower if they don't have any other distractions available. Auch sehr gut. Der Mortar ist halt nicht ganz so Krise, weil der Mortar kann auch auf der anderen Seite zum Beispiel dann connecten, aber hier Mortar Ice Guide, sehr, sehr gute Kombi auch wieder. Provides an excellent source of chip damage if played on the opposite lane that your opponent is focusing on and can very often force them to switch lanes with das ist einfach sein Kobold-Tipp, Bro. The Elixir Collector is actually surprisingly good on defense against an unsupported Electro Giant. Ja, genau, richtig. And this is because the Collector obviously does Gegen not E-Giant ist diese Karte sehr, sehr gut, weil der E-Giant per se macht ja nicht so viel Damage und greift vor allen Dingen, die Pumpe greift ihn nicht an. Heißt, die Pumpe wird immer ein geiler Trade gegen E-Giant sein. Genauso platziert, ihr seht, was passiert. Sie tankt ewig und beide Türme greifen die Karte an und sie generiert sogar noch Elixier. Sehr, sehr gut. Well-placed Tombstone can fully counter a mortar if properly timed, such that the spawning skeletons always spawn out before the mortar. Fairerweise werden die meisten dann einfach den Grabstein loggen, aber ist ein guter Tipp. Ja. Distracted for the entire duration of the mortar. You should also use your Tombstone behind a tower if you're facing off against a graveyard deck.
Ja, auch guter Tipp. Und gegen Koboldfass kann es auch nützlich sein. The Barbarian Hut can be fully countered for 1 4 elixir fireball. So keep this in mind if you're using a Barbarian Hut and your opponent has a fireball. Also die Karte ist wirklich so tot wie selten zuvor. Heilige Makaroni, Alter. Maybe bait their fireball first or just don't use the Barbarian Hut. Das wäre die Idee, genau. Tower's death damage is enough to instantly destroy lava pups, which can come in clutch in emergency situations. Against a Hog Rider, it is best to use a Goblin Cage in the middle of the lane, and that's because it allows the spawning Brawler to body block the Hog Rider and instantly start attacking it, allowing it to aber wenn man die Karte ein bisschen später platziert, dann muss man sehen, dass der Hog erst reinläuft und dann vom Cage nochmal zurückgepusht wird, weil diese Nuance reicht dann auch, um es kein Hit werden zu lassen. A Hog Rider instead of the traditional middle placement. The Executioner's long range after hitting its initial target very often allows it to clip a tower if attacking a unit in front of it. And you can use this to your advantage by pairing it up with a tornado to pull. Das kann man sogar auf die Spitze treiben. Ich denke, ihr habt meine Videos gesehen, wo der Henker sogar von hier schon hittet. Everything in line of the tower, allowing the Executioner to not only destroy their defenders, but also give you free tower damage in Henker aggressiv kann man sehr, sehr starker Play sein. Genau, gegen Fischer, Skelette und auch Geister immer möglichst weit wegplacen, damit der Fischer erstmal die Zeit wasten muss, um seine Angel rauszupacken und dann erst ziehen kann. Wichtiger Tipp. To elixir trade. The Firecracker is almost always a guaranteed free king activation. Das weiß jeder. Also wer das noch nicht weiß, der hat wirklich Probleme. And then she'll attack it, miss your crown tower, and hit your king tower with the resulting splash damage. The Skeleton Army makes a fantastic Goblin Barrel counter, allowing you to save your spells. Ich meine, das Ding ist, bei 99% aller Spieler wird dieses Kami sowieso losgewesen an der Brücke gespammt, von daher wilder Tipp, aber ja, ist gut. However, if you do this too often, your opponent will catch on and then start placing the Goblin Barrel in front of the tower and pairing it up. Dann vielleicht einfach mal keinen Skelett spielen. Deswegen bei vielen Tipps, bei diesen Prediction-Tipps, macht mal die Dinge auch anders. Switcht mal euer Goblin Barrel Placement, switcht das Inferno Placement, switcht auch hier das Skami Placement. Wichtig. To switch it up if your opponent is catching on. When using a Mega Knight on defense against things like Barbarians or Elite Barbarians, it is often better to place the Mega Knight slightly off to the side, still making use of that spawn damage, but then afterwards, it'll be able to splash all of the cards at once. Klar, also wer hätte das gedacht? Klar, logisch. Also Bro, ich glaube wirklich, alle Spieler, selbst der größte Mittelmanfred, respekt diesen Tipp. Es geht ja gar nicht anders. Die Mega-Ritter-Erfahrung, die muss ja bei allen da sein. And he will only be able to splash a couple of cards aber ist gut, natürlich klar, ist ein guter Tipp. That note, if you're using Elite Barbarians to defend against a richtig, Mega genau. Knight, Machst es genauso, dass sie eben sich trifft. Sehr, sehr guter Tipp. Auch bei allen anderen Karten möglich. Bei Barbaren, bei Bogis, wenn man nichts anderes hat, bei Skeletten, Kobolden. Also be done with many other sworn cards like guards, barbarians, or goblin gang. Just make sure you drop them before the Mega Knight begins his jump animation. Sehr, sehr Otherwise, wichtig, he will finish his jump and completely destroy your entire swarm. The Electro Wizard can be placed in the middle of the arena, and his two-pronged attack will allow him to stop and deny split wall breakers on both sides. The Prince and the Dark Prince can jump over the river to assassinate key enemy defenses, or pair them up to combine a high-damage single-target DPS with the splash damage card to create a very difficult push to stop. Sehr wertvoll. Da musst du halt nur schnell sein, klar. Be sure to place them in the middle of the lane to fully counter. If you use them too high or too low, they will very often sneak by, getting at least one shot to your tower. A Heal Spirit or Ice Spirit can be used in this location to fully destroy spawning skeletons from a skeleton barrel. Auch ein sehr, sehr guter Tipp. Wenn du das richtig timest, passt der Hase. The Giant Skeleton is another card that has a ton of mass or weight. Genau so similar to the Skeleton King, it can also be used to push your Übrigens units auch bei Bowler. Bei Bowler hat er den Tipp gegeben, kontert einen Koboldfass. Aber der eigentliche Tipp bei Bowler ist, das genau so zu machen. Ihr seht viele E-Giant und Goblin-Giant-Spieler gerade. Genau einen solchen Mortar einfach mal komplett hinein, indem sie den Bowler innen spielen und dann den Goblin-Giant sozusagen oder den E-Giant außen vorbeidrücken. Also sehr wichtiger Tipp auch hier beim Bowler. Es geht nicht nur beim Giant Skelly, sondern auch mit Bowler. Sollte jeder von euch wissen. Gang and guards can both be used to fully stop a Goblin Auch sehr gut, muss halt nur schnell spielen. Musketeer to your advantage to snipe key enemy defenses from over the river, clearing the way for your offensive push. The Dark Goblin's range is so long it's able to attack units at the bridge on the opposite lane. This can be key if you want your Dark Goblin to counter push and chip away ich finde at a krass, tower. wie viel Mühe er sich gemacht hat. Also schaut unbedingt das Originalvideo an, weil er hat für jede einzelne Karte wirklich das exakt
perfektes Szenario. Zum Beispiel hier muss der erst dafür sorgen, okay, der rechte Turm muss erstmal Damage kassieren, damit sich dieser Play überhaupt lohnt und so weiter. Er muss jeden einzelnen Play gefühlt gesondert in einem separaten Match ausführen. Es muss gefühlt ewig gedauert haben. Also krasse Props an ihn. Sehr, sehr gutes Video, ja. The Knight for only 3 Elixir makes a great counter to the Mega Knight, pulling it into the middle of your arena, engaging both towers for extra DPS to fully counter it. This will also secure a massive positive elixir trade, which you can use to further build momentum. If your opponent lacks an effective counter or has a very slow cycle, you can stack up your princesses to gain momentum and build up pressure. Aber immer schön zu setzen, dass logischerweise Nado und Pfeil die wenigste Value rausbekommen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ja. To spread them far enough apart to prevent your opponent from getting too much value. The Spirit Goblins can make for a very efficient response for a Goblin Barrel if you have nothing else in your hand. Ist okay, ja. The Ice Spirit is the perfect card to synergize with a Goblin Barrel, going in and tanking and then freezing the tower. Du kannst sogar das Kohlfass zuerst werfen und dann den Eisgeist Brücke platzieren, also so ganz schnell hintereinander und dann tankt der Eisgeist trotzdem noch, also auch sehr, sehr effektiv. All of this for only 1 extra elixir. Eisgeist sehr, sehr underrated. Will always spawn 1 bat on the opposite lane if played behind your King Tower, which can actually help defend the opposite lane. Or das ist so ein Tipp, der kann halt manchmal wirklich wirksam sein. Deswegen Nachtext nicht ausplatzieren, sondern in der Mitte, also hinter dem Turm, damit dieser eine Bett noch helfen kann. Und in der Offensive wird die eine Bett eh nicht relevant sein oder nicht großartig, aber in der Defensive kann das durchaus möglich sein. Oder bei sowas, klar. One bat quickly ramps up in damage. The Hunter is best paired up with a Fisherman to pull units in close to utilize the high damage output at close range. You can also pair this up with 1 Elixir Skeletons for a quick distraction if you're pulling a high damage unit like Fischer sowieso gerade auch eine sehr, sehr starke Karte. If your opponent has a lot of splash damage, it is often best to split them up on both sides of the arena. Auch gegen Valkyrie, auch gegen Dark Prince, auch gegen sonst was, immer splitten bei sowas. Wenn der geht, dann ist auf der Hand hat, logischerweise. When using the Goblin Drill, make sure you switch up the location of your drill to not become too predictable. But also keep in mind, if you use it directly in front of the towers, the Goblins will spawn out between the drill and the tower. Also vorne ist in der Regel das beste Placement. Abswitchen kann man zum Beispiel, wenn man Backup hat. Wenn man zum Beispiel Goblin Drill Wallbacker spielt, dann kann man den Drill hinten spielen, weil dann kommen die Wallbacker tendenziell dran, weil Kyro und Lock reichen da nicht. So würde ich es auf jeden Fall machen, ja. Also immer switchen und je nach Situation gehen, wobei das linke Placement schon das Beste ist. When using Rascals, you can often split them up and have 1 Rascal go to the opposite lane, auch gut, providing a bit of extra defensive value. These Zappies are an excellent card to counter the Electro Giant, and that's because the E-Giant isn't able to counterattack while stunned, and if you place these Zappies such that they stagger their attacks, he will be perpetually stunned, giving you free reign to destroy him. When using a Mother Witch to defend against a graveyard, be sure to place her behind your King Tower. Alter, es kam ein Sub, Digga, WTF, vielen Dank für den Subkuss. Ich bin gar nicht mal online, Digga, ist einfach 12 Uhr mittags oder so. Wir haben jetzt hier tatsächlich die Hexenmutter, sehr, sehr gut, darauf wollte ich eigentlich eingehen. Die Hexenmutter hier hinten, weil sonst kann sie nicht gepoisoned werden. Genau, das ist ganz wichtig, aber ich würde sie nicht so weit hinsetzen, ich würde sie hier irgendwo spielen, damit sie halt auch wirklich rankommt. Weil wenn der Gegner einen Tank hat, dann ist es riskant, sie hier zu spielen. Der will die Skette hier oben kommen, also guter Tipp an sich, aber nicht bei einem Tank, weil was hier passieren könnte, wäre, dass eben alle Skelette, oder besser gesagt, erst 1, 2 hinten spawnen und dann alle vorne, ja, und dann kommt die Hexenmutter da nicht ran, heißt, ein bisschen offensiver gegen, oder wenn man den Tank nicht los wird, und defensiv kann man sie eben so spielen, wenn man wirklich den Graveyard zum Beispiel expected oder halt der Tank nicht so lange am Start ist. Used to activate your King Tower against most tanks like Giant, Hog Rider, Golems or Electro Giants, but it can also come in clutch on offense by pulling high damage units away from your win condition. Like I mentioned before, pair this up with Giant and a Hunter for distraction and destruction. If your opponent lacks appropriate splash damage counters, the Royal Recruits can be played to completely deny both sides of the arena and ultimately gaining massive Also was willst du halt für Rekruten für Tipps geben, Bro? Die kannst es so dumm, du kannst da gar keine geben. Du kannst nicht verschieden placen und du kannst auch keine Tricks mit der Karte machen, ja. The Ice Golem offers a ton of utility for only 2 Elixir. You can pull units to the opposite lane, you can push a miner off of your tower and force it to change target. Aber Ice Golem ist eh komplett irrelevant, ist halt von Ivo runter und Co. Auch hier
gilt, am besten spiele nicht, außer du bist Super Six, keine Ahnung, vor Götterrohr oder so. And because of the high damage and high health, this can end up dealing a ton of damage in mere moments. Ja. Even though the witch has a relatively low HP for a 5 elixir cost card, she's actually fantastic on defense because of the quick spawn of her first wave of skeletons. She can be used to deny high damage attackers like a charging prince or a dashing bandit. Definitiv stark, wissen aber, denke ich, auch die meisten. Spawn out almost instantly, soaking up that high damage initial attack. The archers can be split up in the middle, providing additional distraction and more time for your towers to deal damage. The 1 elixir skeletons and the 2 elixir goblins make great distraction cards because of their low elixir cost and their ability to deal decent DPS if unanswered or surround and swarm even splash damage attackers. The Phoenix can be used in emergency situations with the splash death damage to destroy an incoming swarm. The cheapest spell to destroy a bomber is the arrows, which makes the bomber a great card to bait the arrows out and then punish with a more powerful card like the minion horde. When defending using a Valkyrie, try and wait for all of your opponent's units to cross the river, and that way her splash attack is able to hit all of the targets. This seems simple, but I can't tell you how many players don't do this and they rush to drop the Valkyrie at the bridge. Meanwhile, their opponent's ranged attackers are safely out of range. The wizard has the best terror in Clash Royale. Nice. Now, that was a ton of tips. Ey, geil. Vielen Dank fürs dabei sein, Freunde. Es war sehr, sehr geil. Es hat mir sehr gefallen. Gutes Video, also ohne Witz, sehr, sehr gutes Video. Schaut auf jeden Fall bei Shane in der Beschreibung vorbei. Ansonsten danke fürs dabei sein. Welche Tipps kanntest du schon, welche nicht? Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.